Hey, Simone Rita. Mein Sister. Ja, schön. Trinken wir eine Tasse Tee heute zusammen. Wir sind beide So ist etwas am Ausruhen, ja? ja. Zurück aus dem Neunmonatsprogramm. Hm. Ja, du hast, ihr, wir haben gleichzeitig praktiziert, deshalb haben wir auch gedacht, heute treffen wir uns und tauschen uns aus. Und ihr habt mit Durga praktiziert und wir im Norden, wir haben mit Saraswati praktiziert und unser Neunmonatsprogramm und so diese Spirale abgeschlossen. Hm. So kommen wir wahrscheinlich auch mit so ganz anderen Energien hier in Ja, diesem Kreis. Und ich bin gerade ein bisschen müde und es ist so dieses große Ausatmen und hm. diese Reise war so unglaublich und ich freue mich jetzt ein bisschen von dir zu hören, von Durga, ein bisschen diese Shakti zu spüren. Soll ich anfangen? Ja, Soll ich gerne, gerne, erzählen? gerne. Das dritte Modul ist vor das vierte Modul. So, rede mal ein bisschen mit Bürger. Ja. Ja, und ich bin immer wieder so berührt auch von der Folge, von der Reihe Folge, weil wir haben das in Modul 2 praktiziert mit Aphrodite und da geht es um dieses Ja sagen zu sich Mhm. selbst und da geht es auch darum, ihr kennt, manche von euch kennen diese Gaia-Geschichte, wo all diese nicht so perfekte Teile im Keller gesteckt wurden. Und das Gefahr mit Durga ist, dass dann wieder Teile im Keller gesteckt wurden. Und wir haben jetzt gelernt, ah ja, alle Teile von uns sind willkommen und alle Teile sind wichtig und und das ist, fand ich so eine gute Vorbereitung, weil anders ist das Gefahr, dass ich denke, das ist nicht gut an mir und das ist nicht gut an mir Mhm. mit Dämonen leiden. Und für mich in das Wochenende war es sehr immer auch dieses Unterschied machen können. So von alte Glaubenssätze, was mir früher erzählt wurde, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht würdig, dass man das erkennt und sagt, ja, du weißt, ich muss diese alte Geschichte nicht glauben. Ist das wirklich wahr? Nein, das ist nicht wahr. Aber das Kind, das verletzt ist, die nehme ich in die Arme. Und wir hatten ein paar Mal, weißt du, wir machen so manche kraftvolle Übungen, wie du weißt, und dann kann Angst hochkommen. Und die Frauen haben danach geteilt. Und dann habe ich das ängstliche Kind in die Arme genommen und dann sind wir langsam zusammen in die Übung gegangen und da waren wir viel kraftvoller, als dass ich sie nicht mitgenommen hatte. Und ich fand das so wertvoll. Auch, dass sie das geteilt hat, so dass alle sagen können, ah ja, wenn da dann ein Teil von mir ist, die denkt, das finde ich, oder das mag ich nie, um das Raum zu geben und das wahrzunehmen und zu schauen, wie können wir die auch mitnehmen. Und so wichtig, diese Unterschiede zu machen, dass wir nicht wieder etwas im Keller stecken, was nicht im Keller gehört, was zu uns gehört. Und ein Ding noch, und dann würde ich gerne von dir hören, was auch für mich dieses Wochenende, es ist jedes Wochenende, das erfährst du wahrscheinlich, auch jede Gruppe ist so anders. Und in diese Gruppe, und vielleicht war es andere Male auch so, aber in diese Gruppe, und es mir würde so bewusst, weißt du, vor, dass wir überhaupt über Dämonen reden, dass wir erstmal gut mit uns in Kontakt kommen, um zu schauen, waarvoor lebe ich? Waarvoor habe ich Form angenommen? So wie die Devi Form annimmt in Durga, was auch die Kraft der Liebe, diese Erfahrung, wie kraftvoll Liebe ist. Mhm. Und, ähm, und dann da erstmal richtig in die Shakti zu kommen von, wo Durga lachend die Berge runter oder die aus dem Himmel kommt, auf den Tiger reitend. Da muss man erstmal hin. Auch mal wissen, wo habe ich Freude. Und ja, so sind alle in der Liebe und Freude gekommen und dann wird es einfach, um zu sagen, oh, okay, das muss ich gar nicht haben oder da muss ich nicht an glauben. Hier geht's entlang. Da war eine Assistentin, die hat gesagt, als sie letztes Jahr Durga gemacht hat, dann, das hat so viel für ihr verändert.
Ich habe sie gefragt, sie würde Tempeltraining machen. Sagt, passt das für dich? Und die Lehrerin in die Schule, dass sie, sinds ich Durga gemacht habe, ist das kein Thema. Ich gehe zu meinem Direktor und ich sage, da brauche ich frei. so, so eigenständig und nicht mehr, oh, bitte, bitte, ich bin hier und das brauche ich und da gehe ich vor. Ja, das und noch so viel mehr. Ja, so diese, ich erinnere mich auch in dieses, wo wir ins Durga-Motor gestartet sind, diese Frage, was ist wirklich wichtig? Und dann fällt alles so an seinen Platz. Und dann kann man nicht mehr so tun, als ob man nichts davon wüsste. Und mit Ja, in dieser meinem Haus Kraft. braucht es auch Zeit. Da war eine Frau, die sagt, ich weiß es echt nicht. Kinder aus dem Haus, neuer Moment. Ich weiß es noch nicht. Und dann alle Zeit davor zu nehmen. Wenn ich es noch nicht Hm, weiß, dann ist das meine Ausrichtung, um da klarer zu werden. hm. Ja, so mit dieser Kraft von Durga ist eben so diese Begegnung mit der ureigenen Shakti oder das eben das, was wirklich wichtig ist und um was es jetzt gerade geht. Und das Dharma, dieser einzigartige Faden, der nur durch also der einzigartig durch jede einzelne von uns in dieses Gewebe des Lebens hineingewoben wird. Und auch, was ich auch so mag, und ich spüre das gerade, wo du darüber gesprochen hast, weißt du, diese Freude. Weil Durga kommt ja mit dieser Freude so endlich, endlich, endlich hat man mich gerufen, wofür ich da, weißt du, wofür ich eigentlich hierher gekommen bin. So. Und Und das für mich ist auch so dieses Durga-Modul, dieses dritte Modul, das Modul 1 und 2, also Tara und Aphrodite sind die perfekte Vorbereitung, wie du auch schon Ja, gesagt hast, und da mit ja, Durga so. ja. Und das fühlt sich auch so an, als ob dieses, weißt du, es wird ja auch so beschrieben, dass wenn Durga, wenn sie lacht, dass das ein Donnergrollen und die Berge sich bewegen. Und genau so fühlt sich das an, wenn wir praktizieren mit Durga. Und dann ist es so, im vierten Modul geht es ja mit Saraswati auch darum, okay, wie bringen wir das jetzt in unsere Leben? Wie geht denn das jetzt? Und ich habe mich auch so, wo wir da begonnen haben in diesem vierten Modul, ich konnte auch so wahrnehmen, es war so beides da in der Gruppe. Das eine war so, niemand wollte, dass das jetzt das letzte Modul ist. Ja, 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 So, ja. können wir nicht noch ein bisschen weitermachen? Wir warten noch ein bisschen, bis wir all diese Dinge ins Leben bringen. Wir sind jetzt einfach noch ein bisschen hier und praktizieren in der Schwesternschaft. Wir stärken uns auch. Und ich glaube, das ist auch so eine Kraft in diesem Neun-Monats-Programm, all das, was auch dazwischen geschieht. Die Telefonpraxispartnerinnen, die Tempel, die dazwischen geschehen und auch der Kontakt zwischen den Modulen und ja, so dieses ist wie eine Nabelschnur zum Kreis. Und Mhm. wenn man dann, Mhm. oft ist Ja, es ja dann eben, die Herausforderungen beginnen dann, wenn wir wieder zu Hause sind, wieder absolut. alleine. Zur gleichen Zeit habe ich mich auch so verehrt gefühlt, dass ich hier, dass das Neun-Monats-Programm existiert und gekreiert ist von Jamali, weil es ist so ein Geschenk, im dritten Modul da zu sitzen und alle sind bereit, um zu praktizieren, weißt du, alle sind vertraut mit der Praxis und wir können so tief gehen zusammen. Haben jetzt einander kennengelernt, freuen sich wieder zusammenzukommen. Oh, es ist so schön. Es ist Mhm. so schön, um dann wieder zusammen zu praktizieren. Wir haben die Vorbereitungen gemacht und alle sind zwei Füße drin. Und ja, es ist so schön. Ja, wir hatten auch, ja, auch im Team noch darüber gesprochen, weißt du, einige und du ja auch. Also, das damals, als wir das Neun-Monats-Programm gemacht haben bei Shameli, dass, also also wir kennen uns noch von damals. Wir waren im Schwesternkreis damals oder Praxispartnerinnen und viele Praxispartnerinnen, die haben diese Praxis über 10 Jahre aufrechterhalten. Die sprechen sich 2, 3, 4 Mal im Monat. All die Jahre hindurch, ja. Ich auch.
Ja, du auch. Ja, und dann auch eben dann in diesem Modul zu sein oder auch jetzt im letzten Modul und da zu sehen, es ist ja auch immer so perfekt orchestriert, wie das zusammenkommt und einfach auch zu sehen, wer sich gerufen fühlt und wie das passt und auch welche Praxispartnerinnen zusammen sind und auch wie sie das weiter, also diese Schwesternschaft, diese Kultur weitertragen möchten. Und da ist einfach, ich glaube, ich habe das bei jedem Training, bei jedem 9-Monats-Programm so diese tiefe Dankbarkeit für das Sisterhood Manifesto, für unser Manifesto, was so die Basis ist von all dem, was wir hier zusammen kreieren. Und ähm, es ist, manchmal muss ich mich so kneifen, es ist wirklich echt. So, weißt du, wie wir uns begegnen, auch eine Gruppe so kraftvoller Frauen. Und dann, wie wir da zusammen uns gegenseitig unterstützen und ermächtigen und feiern und uns nicht zurückhalten. Oh, ist einfach großartig, großartig, großartig. Ja, und das ist auch mit Durga, so als wir terugdenken an 2005, wat jammerlich so ein bisschen angefangen ist, oder 4 da in die Zeit, dann gab es noch eigentlich kein Frauenkreise. Und jetzt sind da Tausende von Ja, Frauenkreise und auch ja, ja, mit ja. Instagram und Facebook, überall sind Tempels und Rauhnachten und Vollmondtempels und auch es dauert, vor dass wir wirklich dass da eine großartige Veränderung stattfindet. Und das ist die Arbeit, die wir Jahre jetzt gemacht haben, alle zusammen. Und immer mehr sehen wir die Früchte davon. Ja. Auf allerlei Ebenen. Wir haben Frauenrichter, wir haben Frauen in der Politik. Wir haben immer mehr, dass Frauen das aussprechen und Einfluss nehmen können, durchreiten können sozusagen. Ich möchte auch noch ein bisschen über mein persönliches Highlight erzählen. Also Bitte. wir hatten eine Party gefeiert und ich bin ja nicht so die Partygängerin. Und dann habe ich so, bevor die Party begonnen, habe ich dann zu Claudia und Beate gesagt, das wird die beste Party des Jahres. Und da habe ich gesagt, so ist auch meine einzige Party des Jahres. Wir haben, und das ist so auch ein wichtiger Teil von unserer Kultur, dass wir feiern. Dass wir das, weißt du, wir bewegen so viel, was du gesagt, weißt du, wir halten uns und wir riskieren und wir geben und wir demaskieren uns und wir tun so viel Arbeiten in diesem Tempelraum und dann ist es auch wichtig, dass wir genauso intensiv uns feiern und Freude haben und wir haben ein Fest gemacht am letzten gemeinsamen Abend und hatten auch ein Potpourri aus ganz, ganz, ganz vielen vielfältigen Beiträgen von Gesang über Kunst, über Geschichten, kleine Sketche, Comedy, Improvisation. Es war so, 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 so schön. Oh. Und dann, nach dem ersten Teil, und dann haben wir auch ganz leckere Köstlichkeiten. Wir hatten uns ganz bequem gemacht und dann haben wir noch getanzt bis etwa um 12:30. Super. Und das auch, weißt du, da ist auch nach diesem 9-Monats-Programm, da ist so viel Lebenskraft, so viel Shakti in uns allen und bereit, auch eben diesen Weg in die Leben zu finden und das so gemeinsam zu zelebrieren. Es war so, so ein schönes Fest. Und so wichtig zu zelebrieren. Ja, ja, So wichtig. ja. Ja, dass wir das nächste anfangen zu feiern, was wir geschaffen haben zusammen und gelebt haben und auch errungen oder ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich die Feedbacks lese, was grundsätzliche Transformation oder Änderungen oder Verwandlungen in Frauen stattfinden.
Und jetzt traue ich mich hier zu sprechen oder und ich fühle jetzt, was hier ist und. So, es ist so ein Geschenk. Und das ist auch das Wertvolle, um dass wir dranbleiben, 9 Monate lang zusammen. Und auch wie du auch mit der Telegram-Gruppe, dass jeder sich auch ausdrücken kann und gehört werden kann und gehalten werden kann. Das ist, ja, das Wir, ist, wir haben ja auch im ersten Modul, da haben wir ja diese Übung, wo jede Frau ihr eigenes Manifesto schreibt. ja, das haben wir auch gemacht. Und das nehmen wir ja im vierten Modul wieder hervor. Und oft ist es so, ich habe einfach die Frauen darum gebeten, dass sie das mitbringen. Und dann haben sie gesagt, sie hätten das noch nicht gelesen. Also nicht nochmals gelesen. Ja. Und dann so im vierten Modul das nochmals zu lesen und zu teilen und äh, es war einfach so, mit was man eingetreten ist und was sich alles verändert hat. Oft ist es so wichtig, auch diesen Rückblick zu halten, weil wenn man so drin ist in dieser Transformation und dann ist es wie, man nimmt gar nicht so wahr, was sich alles schon verändert hat. Und jedes Mal, also diese Kraft, diese transformative Kraft, diese neue Geburt in dieser Zeit und auch was das ausmacht, in solch einer Gruppe praktizieren zu dürfen mit diesem Commitment. Weißt du, wir alle sagen, okay, und wir 2 Füße drin, was du gesagt hast, wir gehen jetzt über diese Zeit und das ist, es gibt so viel Inspiration, was noch, weißt du, es geht ja immer weiter, was alles noch möglich ist hier, was wir Frauen in die Welt bringen können. Ja. Absolut, das ist erst der Anfang. Ich sehe gerade, Michaela hat geschrieben, Michaela war auch in einem Monat, nicht in diesem, vorher, und sie schreibt, hallo Michaela, so schön von dir zu lesen. Ich erinnere mich so gern an die gemeinsame Feier und die vielen Gaben und Talenten. Ich bin über mich herausgewachsen. Äh, ja, und Michaela, ich erinnere mich noch so sehr an deinen Beitrag, über den hatten wir auch gesprochen. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wer diesen aufgenommen hat. Michaela hat so ein Talent, ja, Michaela hat uns einfach nochmals auf ihre Art und Weise durch das 9-Monats-Programm geführt und das war einfach unglaublich. Das erinnert mich an bei uns letztes Jahr. Da war eine Frau, Judith, die darf ich ruhig sagen, die hat so, wir haben so gelacht. Ah, So gelacht, wie sie all ihre Dinge, so, oh Göttin, und dann hat sie so, oh Gott, ja, Göttin, was ja, ist ja. Göttin? Und naja, so, sie hat verschiedene, viel innere Stimme von sich selbst auf verschiedene Stühle Worte gegeben. Wir haben uns flach gelacht, wir haben so gelacht. So, Ja, ja. so gut. Damit sieht man auch, wie man gekommen ist und wo sie jetzt steht. Und Ah, das ist so schön. mm. Ich freue mich auch schon. Jetzt auf, dass wir darüber reden, auf das vierte Modul. Wir haben es Ja, dauern, ja. aber ja, So, schön. ja, ja, genau. Ihr habt noch dieses 4. Modul. Bei uns ist jetzt gerade so ein bisschen so dieses, okay. Und natürlich ist es auch das und dieses Fest auch, weißt du, oder wie Shamili sagt, oder Shantimai, weißt du, wir erfahren es voll und ganz in ihrer Totalität und dann genießen wir das mit jeder einzelnen Phase in unserem Körper und dann lassen wir es los. Ja, ja. Und vertrauen auch darauf, dass all das, was in uns in Bewegung gekommen ist und in uns lebt, dass das genau zur richtigen Zeit den Ausdruck findet. Und wie du gesagt hast, wir haben so viele Tempel mittlerweile, wo man eben auch uns, es ist so wichtig, dass wir dann unsere Körper wieder in diese Räume begeben. Weil auch irgendwann, auch nach dem 9-Monats-Programm, irgendwann erzählt uns der Verstand eine andere Geschichte. Und wenn wir unsere Körper wieder in diese Räume begeben, und da gibt es ja jetzt auch in diesem Jahr wieder so viele Möglichkeiten, weil einfach all diese Einschränkungen nicht mehr da sind. Und vielleicht auch zum Schluss noch, wir werden im nächsten Jahr 2 9-Monats-Programme wieder haben, also Yashodhara im Süden. Du beginnst, glaube ich, im August und dann geht es bis März. Und da werdet ihr wieder mit Tara, Aphrodite, Durga Saraswati Ja, praktizieren, gell?
Und dann im Norden werden wir Ende September beginnen und das geht dann bis Mai. Und da werden wir mit Gaia, der göttlichen Mutter, Inanna und Lakshmi praktizieren. Genau. Ja, wunderschön. Hm. Und das ist auch das Schöne, dass es Awakening Woman gibt und nicht nur ein Neun-Monats-Programm. So auch wenn es dann vorbei ist, dann weiß man, bei uns kommt Chamali straks in München und da kann man Chamali kennenlernen, mit ihr tief praktizieren. Und ja, so gibt es auch einzelne Retreats bei dir, bei mir. Und so hat man immer, und dann Corfu nicht zu vergessen, wo man auch mal noch mal tief einsteigen kann mit Chamali in den Shakti-Bad. Und so, das ist, finde ich, auch so herrlich. Es ist Ende und zugleich Neubeginn. Es geht immer weiter. Und das ist auch so schön. Wir haben eine große Gemeinschaft von Frauen, die praktizieren all over the world. Mm, mhm, mm. Ja. Ja, ein Segen. Mhm. Und mittendrin dieses Neun-Monats-Programm ist, dieses Außergewöhnliche an diesem Neun-Monats-Programm ist diese Verpflichtung, die man für sich selbst darin eingeht. Und das ist was, also ich denke auch, weißt du, wann immer ich wieder Frauen treffe von damals, wo wir zusammen praktiziert haben, da ist so eine tiefe Klarheit und eine Verbindung und so eine Loyalität und Unterstützung eben in dem, wie wir wirken in der Welt. Und das ist etwas, was ich mir auch noch mehr wünsche, weißt du, wie wir uns noch mehr eben gegenseitig unterstützen und zeigen außerhalb des Kreises. Und ja, deshalb auch schön, gibt es nächstes Jahr wieder zwei Gruppen. Und irgendwann machen wir dann mal so ein Awakening Woman Extravaganza, weißt du, wo alle Neun-Monats-Programme Frauen zusammenkommen, sowas, ja. Oh, herrlich, Margarita. Ich finde es schön, wie du sagst, ich wünsche mir, dass noch immer mehr, dass wir noch mehr unterstützen. Und ich glaube auch, wir kommen aus einer Welt, waar die Frauen so allein gewesen sind, Mhm. so und auch nicht gelernt haben, zum Unterstützung zu fragen. Auch die Mannenwelt, weil man sagt, ich muss es alleine schaffen. Und dass wir erst noch mal seit 15, 20 Jahren das hören, seit Family, das wird uns praktiziert. Ich kann um Unterstützung bitten, wenn ich brauche. Und da ist das Neun-Monats-Programm auch so eine Gelegenheit, weil ich weiß, die Schwestern kennen mich oder die Schwestern wissen oder ich kann sagen, oh, ich finde es schwierig, aber ich will es mal üben. Und Ach, ja. so 9 Monate lang möglich, um Unterstützung zu bitten, wenn ich es brauche und darin zu üben. Ich habe selber am Anfang, weiß nicht wie, als ich Tempo geleitet habe, so lange gedauert, bevor ich eine Assistentin hatte und wusste, wie ich da Unterstützung bekam. Alle wollten praktizieren, wollten einfach kommen und wir gehen. Und, und auch für mich, okay, wie mache ich das? Und ja, jetzt habe ich ganz viel Unterstützung und das ist herrlich. Ja, und vielleicht so zum Abschluss. Ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Neun-Monats-Programm, wie Shamli gesagt hat, ja, und es geht immer weiter. Und da dachte ich mir, ja, weißt du. Und es geht tatsächlich immer weiter. Es ist immer, also weißt du, es ist immer wieder ein karmisches State. Wir kommen wieder zusammen, die Frauen, die sich gerufen fühlen und gemeinsam bewegen wir und dann kommt die Nächsten und die machen da weiter, wo die vorher aufgehört haben. Und das ist nicht so sehr was Persönliches. Das ist das, ob wir alle gemeinsam diese Arbeit tun. Und das ist auch dann auch zu sehen, und da hast du wahrscheinlich doch so viele Geschichten, Yashodhara, zu sehen weißt du, über 5 oder über 10 Jahre. Weißt du, wie sich die Leben verändern, wie kraftvoll das eben, also das eine ist das, wenn wir zusammenkommen und praktizieren, aber wie
wie konkret das eben auf den Alltag, auf die Arbeit, auf das Leben eine Auswirkung hat und wie das die Leben nach innen verändert. Und das ist das Größte überhaupt, also diese Nachhaltigkeit. Ja, und dabei auch een Charmely Dag, die immer, ich habe 8-mal das Tempeltraining mit ihr assistiert und Teamleiter, was auch immer, aber ich war dabei. Und es war immer frisch, gleiche Mhm. Übungen, aber immer so in diesem Moment. Und auch, auch sie, dass die Arbeit, sie entwickelt es immer weiter und auch immer aus dem Moment heraus und aus die Evolution, das liebe ich auch so, dieses aus die Evolution von diesem Moment heraus. Und das macht es auch so kraftvoll und auch so, um dabei zu bleiben, weil Ja, wo ja. geht's entlang, Ja, was kommt das ja. nächste? Und ja, das ist lebendig. Genau, das ist das perfekte Schlusswort. Danke, Charmelie. Wir lieben dich. Mm. Mm. Oh, danke, Simone Ich Rita, auch das danke dir, Schluss. Al-Shodra. War schön, mit dir hier kurz so einzuchecken. Michaela wieder da. Ja, schön, sich gemeinsam zu erinnern. Mm. Na dann, mm, Mm. Mm. ich umarme. Umarm dich.